Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Lisa von Perforry und hier dreht sich alles rund um die Welt der Nischendüfte. Ich habe heute ein ganz besonderes Video mit dabei, denn ich höre in meinem Umfeld öfters: Lisa, es ist so super, dass du so viel Zugriff zu so vielen verschiedenen Parfums hast und auch deine Sammlung immer wieder ergänzen kannst und auch je nach Geschmack immer einen neuen Duft ausprobieren kannst. Stimmt, kleiner Spoiler vorab, könnt ihr auch mit Perforry, denn hier gibt es nämlich schöne Monatsgrößen zum Ausprobieren. Das Ganze hier soll aber keine Werbeveranstaltung werden, sondern ich kenne natürlich das Thema und ich verstehe auch das Problem. Man kann nicht irgendwie 30 Düfte haben für jede Laune, sondern man braucht vielleicht auch ein paar Düfte, die so ein Allrounder sind. Deswegen habe ich mir dem ganzen Thema mal angenommen und habe mal die 4 Düfte mitgebracht, die für mich meine Parfumsammlung komplett machen würden und mit denen ich ganz gut aufgestellt wäre, sodass ich Düfte für den Alltag habe, aber vielleicht auch für besondere Situationen. Lasst uns mal reinstarten mit dem allerersten Duft. Ich werde euch auch immer sagen, warum ich den ausgewählt habe und wo ich ihn hintragen würde. Der erste Duft, den ich dabei habe, ist der Valaya von Parfums de Marly. Und ich glaube, ihr habt schon in Videos davor, falls ihr die gesehen habt, gemerkt, dass ich diesen Duft wahnsinnig gerne habe. Ich finde, es ist wirklich ein so schön zu tragender Duft. Vor allem jetzt auch, wenn der Frühling kommt oder eben allgemein die etwas wärmere Jahreszeit. Ich muss aber sagen, der Valaya ist für mich so ein Duft, den könnte ich wirklich das ganze Jahr tragen. Also egal ob Frühling, Sommer, Herbst, Winter, das ist für mich ein Duft, der geht sowohl im Büro, der geht sowohl, wenn du irgendwie unterwegs bist. Und das ist für mich so ein richtig cooler Allrounder, deswegen dürfte der bei mir jetzt nicht fehlen. Aber lasst uns auch da mal gemeinsam dran riechen. Vielleicht ist es ja auch ein Duft, der für dich ein Allrounder werden könnte. Der Duft startet schön fruchtig. Wir haben hier Mandarine mit drin. Wir haben hier am Anfang eine schöne Bergamotte, gibt kleine zitrische Note mit rein. Die Mandarine gibt eine schöne Süße mit rein. Der Duft startet aber auf jeden Fall sehr fruchtig, sehr frisch, sehr lebhaft, versprüht gute Laune. Und ich muss sagen, ich hatte den da letzt erst im Büro mit drauf und eine Kollegin stand neben mir und sagte gleich: Boah, was hast du denn für einen Duft drauf? Der würde mir auch gefallen. Und das war nicht das erste Mal, dass ich für den Valaya echt ein Kompliment bekommen habe. Der ist einfach sehr angenehm zu riechen, sehr unaufdringlich, obwohl er intensiv ist. Ich meine, es ist ein Parfums de Marly Duft. Wie es sich für die Marke gehört, ist das ein Duft, der wirklich eine wahnsinnige Haltbarkeit hat. Locker den ganzen Tag, wenn nicht sogar über Nacht auf Klamotten oder auch auf Haaren. Silage ist auch toll, der fängt auf jeden Fall schon auch intensiv an, hat eine schöne Präsenz, die bleibt auch im Duftverlauf und trotzdem ist es ein Duft, der nicht erschlägt. Was im ersten Riechen auch rauskommt, sind auf jeden Fall die weißen Blüten. Die sind in dem Duft auf jeden Fall präsent, geben eine gewisse Schwere mit rein, geben aber auch eben einen schönen, sauberen Charakter mit rein. Und spätestens jetzt weißt du vielleicht auch, warum ich mich für den Valaya entschieden habe, als so ein Alltagsduft. Denn ich finde gerade so saubere Düfte, die sind wirklich ganz easy zu tragen und eben auch zu jedem Anlass und man fühlt sich einfach den ganzen Tag richtig, richtig wohl. In dem Valaya ist außerdem auch weißer Pfirsich mit drin. Das unterstützt natürlich auch die Fruchtigkeit. Schöne Kombination, Mandarine, Bergamotte, Pfirsich, dann die weißen Blüten mit dem sauberen Charakter. Ich finde, das hört sich schon nach einem richtig coolen Start an. Moschus in Kombination mit dem Amber schafft eine schöne, reichhaltige Süße, ohne dass der Duft an Frische einbüßt. Das finde ich eine tolle Kombination, denn obwohl der Duft etwas cremiger wird, etwas runder, verliert er seinen frischen Charakter nicht. Das heißt, wir haben hier eine wundervolle Kombination aus fruchtiger Süße, mit Blumen gespickt, mit einer schönen Cremigkeit mit drin und deswegen finde ich den Valaya einfach wundervoll, schön zu tragen. Falls du ihn schon mal getragen hast, gib mir gerne mal Bescheid, ob er dir genauso gut gefällt wie mir. Mit dem Valaya würde auf jeden Fall ein schöner Alltagsduft in meine Sammlung mit reingehen, der eben schon etwas frischer, etwas süßer ist und so was leicht Verspieltes auch irgendwo hat. Ich würde in meine Sammlung auf jeden Fall noch einen weiteren, für mich alltagstauglichen Duft mit reinpacken, der aber vielleicht ein bisschen schwerer ist. Und das wäre bei mir der Ylang in Gold von Maison Micallef. Schon ein wunderschöner Flakon, kaum protzig, mit schönen Goldplatten besetzt. Viele werden jetzt vielleicht sagen, wenn sie den Duft kennen: Was, Ylang in Gold, Alltagsduft?
Ja, ich weiß, der ist intensiv. Ich finde aber, wenn man den sparsam aufträgt, dann passt der perfekt als Alltagsduft. Weil, das werden wir auch gleich nochmal sehen, wenn wir zusammen dran riechen, das ist für mich auch ein Duft, der so einen richtig schönen Schleier um einen fallen lässt, der so einen schön einhüllt, der schön cremig wird und so. Und das ist immer so eine Duftkategorie, wo ich mich persönlich total wohl damit fühle und der für mich auch in den Alltag perfekt mit reinpasst. Das Besondere an dem Ylang in Gold, finde ich, ist, dass das ein perfekter Alltagsduft ist, den man aber auch zu besonderen Anlässen gut tragen kann. Also das geht für mich für beides. Man kann einfach variieren, je nachdem, wie viel Sprüher man aufträgt. Wenn man den jetzt ins Büro tragen möchte, dann trägt man eben nur 1 oder 2 Sprüher mit auf. Wenn man jetzt irgendwo hingeht und mehr auffallen möchte, kann man auch ein bisschen mehr dran sprühen. Und das finde ich einfach toll, ist für mich deswegen auch echt ein schöner Allrounder, der aber natürlich schon etwas schwerer ist als der Balaya, obwohl er natürlich rein vom Namen her, Ylang in Gold, auch in eine blumige Richtung geht. Sondern lasst uns auch mal an dem Ylang in Gold gemeinsam riechen. Ja, der startet schon richtig, richtig blumig. Wir haben hier am Anfang eine minimal kleine Zitrusnote mit drin. Für mich ist die aber wirklich absolut verschwindend. Also die gibt so einen kleinen Kick schon mal mit rein. Macht die Blume schön in der Kombination, ganz kleines bisschen leichter. Verfliegt für mich aber sehr schnell. Im Fokus steht auf jeden Fall im ersten Riechen schon die Blume. Und ich finde tatsächlich, dass man im ersten Riechen schon merkt, dass der Duft wahnsinnig gesetzt ist, schön rund ist und im Verlauf auf jeden Fall cremig wird. Das passiert auch mit dem Duft tatsächlich. Da kommt eine schöne Vanillenote mit rein, die gibt eine Fülle mit rein, rundet den Duft ab, macht eine schöne Basis, gibt diese Cremigkeit mit rein und eben auch eine schöne Süße und untermauert Ylang Ylang einfach wundervoll. In dem Duft soll anscheinend auch Kokos mit drin sein. Ich weiß, dass Kokos so die Gemüter ein bisschen spaltet. Entweder man hasst es oder man liebt es. Die vielleicht gute Nachricht ist, dass ich finde, dass man Kokos hier nicht rausriecht. Also das hat keinen exotischen Touch für mich. Kokos ist für mich da nicht wirklich wahrnehmbar, zumindest nicht präsent. Das heißt, falls du Kokos nicht magst, dann kann der Duft trotzdem zu dir passen. Der wird schön warm, der Duft, der wird schön rund, der legt sich schön cremig auf die Haut. Der Ylang in Gold, das ist wirklich so ein Performance-Monster, wie ich finde. Also ich finde die Silage Wahnsinn. Also je nachdem, wie viel du aufsprühst, riechst du definitiv. Der hält auch den ganzen Tag. Silage ist schön, ist intensiver. Der Balaya ist ja schon von der Silage her auch intensiv, ist aber natürlich ein bisschen frischer, fruchtiger. Ne? Und der Ylang in Gold ist einfach gesetzter, schwerer, runder. Auch wenn der Ylang in Gold für Alltagssituationen perfekt passt, so passt er genauso gut für besondere Anlässe. Also ich stelle mir da eine Frau vor, die in einem schönen Kleid vor mir steht, sehr hergerichtet, schön geschminkt, schöne Frisur. Und daneben ist aber eine Frau, die einfach ganz casual angezogen ist. Und zu beiden Frauen passt er perfekt. Also da ist einfach keine Einschränkung. Man könnte fast schon sagen, dass der Ylang in Gold wie so eine sehr, sehr teure Hautcreme ist. Gespickt mit Goldpartikeln, denn tatsächlich ist in dem Duft Gold mit drin, kleine Goldblättchen. Das ist wunderschön im Sommer, wenn man den aufsprüht, dann hat man die so auf der Haut. Und wenn die Sonne drauf scheint, dann glänzen die total schön. Also einfach so eine schöne Side-Info. Ich finde, der Duft ist wirklich sehr besonders. Okay, mir fällt auf jeden Fall kommen die blumigen Düfte in meiner Parfumsammlung nicht zu kurz. Denn auch der Duft, den ich wählen würde für sehr besondere Anlässe, um aufzufallen, um abends wegzugehen, ist auf jeden Fall ein blumiger Duft. Hier aber die Besonderheit, das ist ein Unisex-Duft. Man könnte, wenn wir uns den gleich gemeinsam anschauen, denken, dass es ein reiner Frauenduft ist. Ich habe aber schon öfters gehört, dass auch Männer den tragen. Und woran das liegt, das schauen wir uns gleich mal gemeinsam an. Und zwar geht es um den Purple Night von Le Barge Bois. Und wer meine Videos gesehen hat, der weiß, dass ich ein kleiner Le Barge Bois Fan bin, auch wenn ich den Namen echt ein bisschen schwierig zum Aussprechen finde. Das macht aber nichts, denn die Düfte an sich sind wirklich super. Und der Purple Night, das ist für mich ein Duft, mit dem fällst du auf jeden Fall auf. Wenn du den aufträgst, wirst du rausstechen, weil er einfach so eine einzigartige Duftkomposition hat. Lasst uns auch hier mal gemeinsam dran riechen. Der startet schön süß, schöne Mandarine.
hat aber schon von Beginn an schöne blumige Noten mit drin. Wir haben hier Tuberose und wir haben hier Jasmin in dem Duft mit drin. Die geben natürlich dieses Süße auch nochmal mit rein. Also am Anfang hat es so einen ganz kleinen Kaubonbon-Süß-Geschmack oder so eine Tendenz, ist aber überhaupt nicht negativ gemeint. Passt übrigens auch zu der Farbe von dem Parfum an sich. Das löst sich aber total schnell auf. Das löst sich dahingehend auf, als dass sich eben zu dieser Mandarine und zu diesen Blüten und zu dieser Süße eine Tabak-Ledernote hinzuschiebt. Und das ist das, was ich an dem Duft so besonders finde. Und deswegen fällt man mit dem auch auf. Und deswegen ist es auch ein Unisex-Duft. Weil man hat zwar diese Süße mit drin, die ist auch intensiv, die ist auch im Fokus, aber eben durch diese Tabak, Leder, rauchige Note, die da einfach mit reinkommt, ist der Duft echt besonders. Man fällt auf, es gibt so eine Portion Sexiness mit rein, der ist irgendwie wild, der ist aufgeregt, der ist einfach besonders. Und wenn ich mich für einen Duft entscheiden müsste, den ich zu besonderen Anlässen oder auch zu Partynächten anziehen würde, und ich dürfte mich nur für einen entscheiden, dann würde ich aktuell auf jeden Fall den Purple Night in meine Parfumsammlung aufnehmen. Es gibt Tage bei mir, da möchte ich einfach nur einen Duft auftragen, mit dem ich mich pudelwohl fühle, mit dem ich mich sauber fühle, der einfach mein Herz erwärmt, also so ein richtiger Herzens- oder Seelenwärmer. Das darf in meiner Sammlung auf keinen Fall fehlen. Und ich würde mich immer wieder für den Sun Bleached von Nuit Nomade entscheiden. Das ist wirklich ein Duft, in den habe ich mich beim ersten Riechen total verliebt, weil er weckt in mir Erinnerungen an Meer, er weckt in mir aber irgendwie auch Sehnsüchte, wenn ich hier im trüben Deutschland sitze und mir denke, ich würde jetzt gerne mal wieder in die Ferne reisen. Und der löst bei mir einfach absolute Wohlfühl- und Glücksgefühle aus. Deswegen wäre das auf jeden Fall ein Duft, der in meiner Sammlung nicht fehlen dürfte. Vielleicht kann ich ja auch dich dafür begeistern. Lass uns mal gemeinsam dran riechen. Der ist so das komplette Gegenteil von dem Purple Night, den wir gerade gerochen haben. Und ich muss sagen, das ist ein Duft, da rieche ich die einzelnen Duftkomponenten nicht mega präsent raus, sondern der überzeugt mich einfach in seiner Gesamtkomposition. Der erinnert mich an einen schönen warmen Tag am Meer, der erinnert mich an schöne Sonnenmilch auf der Haut, warm, geborgen in irgendeiner Art und Weise. Der wird wirklich super cremig. Ne? Der erinnert an sonnengetrocknete Wäsche auf der Wäscheleine. Also der hat auf jeden Fall so einen frische Wäsche-Vibe. Nichts Aquatisches, nichts irgendwie komplett Frisches, das nicht, sondern er riecht einfach wie frische Wäsche, getrocknet draußen in der Sommersonne, umgibt mich einfach mit so einem schönen, cremigen Schleier, der sich ganz toll um die Haut drumherum legt. Und das ist für mich so ein wirklicher Wohlfühlduft, den ich jedem von euch ans Herz legen kann. Tatsächlich von der Assoziation her könnte man jetzt sagen, der passt nur in den Sommer oder in die etwas wärmeren Jahreszeiten. Ich mag so einen Duft tatsächlich auch mal, wenn es etwas kälter oder kühler ist oder verregneter, weil er mir einfach so gute Wohlfühlmomente bietet. Und dadurch, dass er sich wie so ein schöner Schleier auf die Haut drauf legt, finde ich, kann man den auch gut zu etwas kälteren Jahreszeiten tragen. Der dürfte bei mir auf jeden Fall nicht fehlen, der hat einfach mein Herz erobert. Lass mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, was du von meiner Parfumsammlung hältst. Ich weiß, sie geht in eine etwas blumige Richtung, weil doch jeder Duft, den ich jetzt dabei hatte, einen kleinen blumigen Einschlag auf jeden Fall dabei hatte. Ich würde mich mit den Düften auf jeden Fall richtig wohlfühlen. Lass mich doch gerne mal wissen, was deine Must-Have-Parfums sind, die einfach in deiner Sammlung nicht fehlen dürfen. Ich bin total gespannt und freue mich, wenn du beim nächsten Video auch wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.